Superstar Shakira gewinnt vor einem spanischen Gericht und bekommt jetzt 55 Millionen Euro von der spanischen Steuer zurück. Was es damit auf sich hat und was das Ganze vielleicht auch mit dir zu tun hat, das wollen wir uns einmal in diesem Video näher anschauen. Gute Nachrichten für den kolumbianischen Superstar Shakira. Die Sängerin hat vor einem spanischen Gericht gewonnen. Das spanische Gericht urteilte, dass die Steuerfestsetzung der spanischen Steuerbehörde nicht korrekt ist. Es müssen ihr nun 55 Millionen Euro erstattet werden, die sie an Steuern oder an Strafzahlungen in Spanien geleistet hat. Das spanische Finanzamt will aber in die Berufung gehen. Ganz wichtig, es geht jetzt hier nicht um den ganz großen Steuerfall von Shakira. Da ist sie ja nur knapp dem Gefängnis entgangen. Wir hatten auch darüber einige Videos gemacht. Das war 2024. Die Staatsanwaltschaft hat 8 Jahre gefordert und in letzter Sekunde, buchstäblich um 11:55 hat sie sich dann noch mit der Staatsanwaltschaft geeinigt, mit der Steuerbehörde, hat hier hohe Strafzahlungen geleistet und ist so einer Gefängnisstrafe entgangen. Shakira selbst natürlich beteuert ihre Unschuld. Dabei ging es um die Jahre 2012 bis 2014, also 3 Jahre. Damals lebte sie mit ihrem Partner, dem Fußballer Gerard Piqué, in Barcelona gemeinsam mit ihren Kindern. Das war ja ein aufsehenserregender Fall und natürlich auch vor allen Dingen für uns interessant, für all jene, die sich hier mit internationaler Steuerplanung beschäftigen. Bei diesem konkreten Urteil, das jetzt letzte Woche gefällt wurde, ging es um das Jahr 2011. Da hat man in Spanien parallel gegen Shakira ermittelt. Sie hatte vorsorglich die Steuern bezahlt und sie hat auch einer hohen Strafzahlung zugestimmt. Insgesamt eben 55 Millionen Euro, hat aber dann dagegen geklagt. Und in diesem Fall hat sie nun Recht bekommen. Schauen wir uns dazu doch mal einen Artikel der BBC an. Also hier kannst du es sehen, Shakira wins 50 million tax refund from Spanish government. A Spanish court has ordered the country's tax authority to refund 55 million euros to singer Shakira after ruling that the money was improperly collected in a dispute over her taxes. Also ein spanisches Gericht urteilt, dass die Steuerbehörde 55 Millionen Euro an Shakira zurückerstatten muss. The National High Court has acquitted the Colombian singer of tax fraud and ordered the Treasury to repay the money plus interest to her. Also das oberste Gericht hat die Kolumbianerin freigesprochen, hat geurteilt, sie hat keinen Steuerbetrug begangen und die Steuerbehörde muss Shakira das bezahlte Geld zurückbezahlen plus Zinsen. So, jetzt kommt der entscheidende Satz. It said the tax authorities had failed to prove she spent 183 days in Spain in 2011, the minimum required for residents to pay personal income tax there. Also, die spanischen Steuerbehörden konnten nicht nachweisen, dass Shakira sich im Jahr 2011 mindestens 183 Tage in Spanien aufgehalten hat. Weiter unten sieht man dann, wie sich die Zahlung zusammensetzt. The repayment includes about 24 million euros in income tax, also 24 Millionen Euro Steuern, 25 Millionen Euro an Verzugszinsen. Beides wird sie nun zurückbekommen. Allerdings kann die Steuerbehörde noch einmal in die Berufung gehen und das hat man jetzt auch getan. Das Gericht sagt weiterhin, dass Shakira in dem besagten Jahr 163 Tage in Spanien verbracht habe, also 20 Tage weniger als 183 Tage und somit sei sie in Spanien eben nicht unbeschränkt steuerpflichtig gewesen. Wohlgemerkt, das war ja 2011. So, du kannst dich vielleicht erinnern, als es um die Jahre 2012 bis 2014 geht, da hat die Steuerbehörde ja einen ganz immensen Aufwand gemacht, zu zeigen, dass Shakira tatsächlich sich in Spanien aufgehalten hat an mehr als 183 Tagen. Man hat hier die Boulevardpresse durchsucht nach Bildern, man hat die akribisch genau datiert und konnte so letztlich zeigen, dass Shakira in diesen besagten Jahren 2012 bis 2014 tatsächlich über 200 Tage pro Jahr sich in Spanien aufgehalten hat und damit war es natürlich ganz völlig klar, sie ist in Spanien unbeschränkt steuerpflichtig gewesen. Interessanterweise hat sie dann auch noch alle möglichen Dokumente produziert, zum Beispiel von den Bahamas. Dort hat sie ein Ansässigkeitszertifikat der dortigen Behörden bekommen, aber das hat ihr in Spanien nicht viel gebracht. Offensichtlich ist den Behörden bezüglich 2011 die gleiche Beweisführung nicht gelungen. Shakira war also nur 163 Tage in
Spanien. Wenn du diesen Kanal öfter anschaust, dann gibt es hier schon einige ziemlich interessante Details. Wir haben ja auch schon etliche Videos zum Thema Spanien gemacht, insbesondere hier in Zusammenhang mit dem Beckham Law. Das hat Shakira nicht genutzt, das ist ganz klar. Das können ja auch Künstler nicht nutzen, denn sie muss ja angestellt sein in Spanien, damit sie das Beckham Law nutzen kann. Was gibt es hier für interessante Details? Nun, eins der interessanten Details ist natürlich dieses pedantische Zählen der Tage. Wie viele Tage waren es jetzt ganz genau? 163 Tage war sie da, 183 darf sie da sein. Dieses akribische Nachzählen, mal sind es mehr Tage, mal sind es weniger Tage. Und das ist deswegen so, weil in Spanien die unbeschränkte Steuerpflicht tatsächlich erst ausgelöst wird, wenn du dich 183 Tage in Spanien aufgehalten hast. Jetzt denkst du vielleicht, naja, das ist doch komplett normal, das ist doch in fast allen Ländern so. Jeder redet ja von der 183-Tage-Regelung. Tatsächlich ist das aber in den meisten Ländern nicht der Fall. Die meisten Länder haben eine Kombination von Faktoren. Deutschland macht es wiederum ganz anders. In Deutschland sind eigentlich die Tage relativ egal. Um in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig zu sein, musst du entweder einen Wohnsitz in Deutschland haben oder aber den gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Wenn du dich aus rein privaten Zwecken in Deutschland aufhältst und dort keinen Wohnsitz hast, wohlgemerkt, dann kann man sogar bis zu 12 Monate in Deutschland den gewöhnlichen Aufenthalt haben, ohne dort nicht steuerpflichtig zu sein. Das wissen viele nicht. In Deutschland ist es eben der Wohnsitz, der extrem wichtig ist. In puncto Wohnsitz sind die Steuerbehörden extrem pedantisch. Und wenn wir uns da an die bekannten Fälle mit Prominenten erinnern, die es in Deutschland gab, in puncto Steuerhinterziehung, dann ging es dort letztlich immer um die Wohnsitzfrage primär und nicht so sehr die Frage, wie lange jetzt jemand dort anwesend war. Aber wie gesagt, in Spanien ist es anders. Dort kann man ruhig einen Wohnsitz haben. Tatsächlich hatte sie auch ihren Lebenspartner da, sie hatte ihre Kinder da. Auch das spielt in Spanien eine Rolle, da komme ich gleich nochmal drauf. Aber im Grunde genommen, das alles entscheidende Kriterium sind eben die 183 Tage. Und die hatte sie eben in dem Jahr 2011 knapp verfehlt. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann es eigentlich sein, dass man sich darüber so in die Wolle kriegen kann? 183 Tage, das kann ja nicht so schwierig sein, dort eine schwarz-weiße Antwort zu finden. Wie viele Tage war sie in Spanien? Nun 163, also das sind nicht 183, das müsste doch eigentlich total einfach sein. Es ist aber nicht einfach, denn die Frage ist ja immer, wie werden diese 183 Tage eigentlich berechnet? Sind es in Wirklichkeit die Nächte, die du in Spanien verbringst? Also sagen wir mal, wenn du 183 Mal in Spanien übernachtest, zählt das dann? Zählt es, wenn du zum Beispiel am Morgen in Spanien ankommst und dann ein paar Stunden später wieder weiterfliegst, woanders hinfliegst, in ein anderes Land? Hast du dich dann einen Tag dort aufgehalten oder nicht? Was ist zum Beispiel mit kurzen Abwesenheiten? Also nehmen wir einmal an, du bist einen Monat lang in Barcelona, dann fliegst du für eine Woche nach Zypern und kommst dann wieder für einen Monat nach Barcelona zurück. Zählt dann die eine Woche Abwesenheit bei der Berechnung der 183 Tage oder nicht? Und hier steckt der Teufel tatsächlich im Detail. Und da ist jetzt Spanien kein Einzelfall. Das ist zum Beispiel auch in Deutschland so. In Deutschland bei der Ermittlung des gewöhnlichen Aufenthaltes werden zum Beispiel auch kurze Abwesenheiten nicht berechnet. Es zählen die Tage. Also wenn du nur 2 Stunden in Deutschland warst, nehmen wir mal an, du hast in Holland im Hotel übernachtet, fährst über die deutsche Grenze, bist nur 2 Stunden in Deutschland und fährst dann wieder zurück, dann hast du dich laut Finanzamtverständnis an diesem Tag in Deutschland aufgehalten. Und so kann es eben dazu kommen, dass diese Berechnung der 183 Tage ziemlich haarig wird. Ich will dir hierzu mal einen interessanten Artikel der wichtigen deutschen Steuerberatungskanzlei Flickgocke-Schaumburg zeigen, mit dem wir auch schon bei einigen Mandaten zusammengearbeitet haben. So, das ist jetzt ein etwas älterer Artikel aus dem Jahr 2024, aber da wird nochmal darauf eingegangen, wie kompliziert eigentlich diese Berechnung der 183 Tage sein kann. Hier heißt es zum Beispiel bei Praxistipps, für die Zählung von Anwesenheitstagen in Spanien sind nach den spanischen Gerichtsentscheidungen zunächst die echten spanischen Anwesenheitstage entscheidend. Eine Übernachtung ist nicht erforderlich, sodass auch kurze Zwischenstopps in Spanien als Zähltag anzusehen sind. Praktisch schwer abgrenzbar sind nur die sporadischen Abwesenheitstage, das heißt wenige Tage außerhalb Spaniens, zum Beispiel Urlaub. Diese können ebenfalls als spanische Anwesenheitstage zählen. In der Praxis empfiehlt sich da immer eine umfassende Dokumentation, die über einen bloßen Reisekalender hinausgeht. Zum Beispiel Kreditkartenabrechnung, Kontoauszüge, Social Media Informationen und so weiter. Es sollte stets auch eine Einordnung verschiedener Anwesenheits- und Reisetage mit entsprechenden Nachweisen vorgenommen werden. Das heißt, das ist natürlich insbesondere auch dann für dich wichtig, wenn du zum Beispiel planst, dich in Spanien aufzuhalten.
Wir haben etliche Mandanten, die haben zum Beispiel Ferienhäuser auf Mallorca, verbringen dann dort eine gewisse Zeit, wollen aber natürlich nicht in Spanien steuerpflichtig werden. Das ist extrem wichtig. Auch ist es in Spanien zum Beispiel so, und das ist jetzt im Grunde genommen konträr zu der 183-Tage-Regel, dass wenn deine Familie in Spanien lebt, dass du dann automatisch als auch dort steuerlich ansässig zählst. Außer du kannst eben beweisen, dass du in einem anderen Land steuerlich ansässig bist und dich weniger als 183 Tage in Spanien aufgehalten hast. Ich vermute, aber ich weiß es nicht, dass Shakira eben diesen Nachweis aus den Bahamas brachte, das aber vermutlich in den Augen der Steuerbehörde nicht gezählt hat. Denn die Bahamas sind ja eine Steueroase und die Ansässigkeit in diesem Fall darf eben nicht in einer Steueroase sein. Also ein riesen Hickhack. Mein Rat an dich ist, wenn du dich in Spanien aufhältst oder aber auch in einem anderen Land und eben zum Beispiel versuchst, die unbeschränkte Steuerpflicht zu vermeiden, dann ist es immer wichtig, dass du dich dort von einem lokalen Steuerberater oder Rechtsanwalt natürlich beraten lässt. Man kann immer auch eine verbindliche Auskunft zum Beispiel an die Finanzbehörden stellen. Das ist auch in Spanien möglich. Das kann in diesen Ländern immer eine gewisse Zeit dauern. Vor kurzem haben wir das Gleiche mal mit einem Mandanten in Portugal gemacht. Da ging es um Krypto. Da ging es ein ganzes Jahr, bis dann diese Entscheidung letztlich klar war und erst dann konnte er nach Portugal umziehen. Und ich würde natürlich raten, dass du die 183 Tage dann nicht ausschöpfst. Also bei Shakira waren es 163 Tage. Das finde ich schon extrem knapp. Ist natürlich besser gewesen, sie hätte nur mit 120 Tagen Anwesenheit in Spanien geplant. Dann hat man da mehr Spielraum, falls die Steuerbehörden zum Beispiel sagen, naja, den einen oder anderen Abwesenheitstag, den zählen wir nicht. Also abschließend kann man sagen, gute Nachrichten für Shakira. Jetzt muss man natürlich sehen, ob hier die Steuerbehörde nicht doch noch gewinnt in letzter Instanz. Und ich denke, bis dahin werden sie ihr auch die bereits bezahlten Steuern und Strafen nicht erstatten. Ich denke, Shakira wird hier noch einige Zeit warten müssen, bis sie tatsächlich ihr Geld zurückbekommt. Im Grunde genommen eine Frechheit, aber was soll man schon erwarten? Die spanischen Steuerbehörden, sie sind mindestens genauso unangenehm wie die deutschen. Also wenn du auswandern möchtest, wenn du die unbeschränkte Steuerpflicht in einem bestimmten Land vermeiden willst, dann mach dir Gedanken dazu, lass dich beraten, plane großzügig, stelle sicher, dass das nicht so eng auf Kante genäht ist, sozusagen deine Anwesenheit, sodass du genügend Spielraum hast. Wenn auch du dich für eine steueroptimierte Auswanderung interessierst, wenn vielleicht einer deiner Basen Spanien sein soll, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wir beraten seit über 20 Jahren Mandanten, die sich im Ausland steueroptimiert aufstellen wollen, die ihr Vermögen diversifizieren wollen, die zweite Staatsbürgerschaften und Aufenthaltstitel erwerben möchten. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.